Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem zweiten Teil von meiner XXL-Bestellung bei Temu. Bisher bin ich total zufrieden mit Temu. Ich habe über die Temu-App bestellt und was jetzt hier in dem zweiten Teil, ihr seht es hier im Prinzip schon, was ich bestellt habe und ja, wie zufrieden ich bin oder auch nicht, erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Bleibt also dran. Bis gleich. So, und zwar hatte ich Mitte Juni bei Temu diese riesen XXL-Bestellung genau, aufgegeben. Und 14 Tage später habe ich tatsächlich auch alles bekommen. Es ist in 2 Lieferungen unterteilt gewesen. Und ja, was soll ich sagen, ist alles heile angekommen. Diesmal ist nichts kaputt gegangen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich mache wieder 2 Teile. Unten in der Beschreibung seht ihr auch die Timestamps, also wie sagt man, die Zeiten, also ich fange jetzt mit diesen nicht-Diamond Painting Sachen an. Und ihr könnt dann von mir aus auch dahin springen oder zurückspringen, wie ihr wollt. Die Zeit, die Uhrzeiten seht ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt von meiner Temu-Bestellung, von dieser XXL-Temu-Bestellung, verlinke ich euch das nochmal hier oben unter dem i. Dann könnt ihr da direkt hinspringen oder im Abspann. Ich verlinke es auch nochmal in der Videobeschreibung. Okay, dann würde ich sagen, Diamond Painting auf die Seite. Soweit es hier möglich ist, bevor ich nicht andere Sachen runterschmeiße. Einen Moment. Tisch ist einfach zu klein. So, was habe ich bestellt? Zum einen kann ich sagen, diese Federtasche habe ich da nicht bestellt, aber dann fangen wir doch einfach mal damit an. Ich habe diesen Bubble Tea bestellt. Und ich dachte tatsächlich, dass der etwas kleiner ist. Also ihr seht hier den Faulenzer, ja, keine Ahnung, wo ich den nochmal her habe. Den habe ich aber auch irgendwo. Ja, weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt diesen Anhänger hier nicht abgekriegt. Den hat meine Tochter hier so rangefummelt. Da ist auch so eine Art Karabiner dran, wie ihr sehen könnt. Ja. Und ich fand den so süß. Einen richtigen Bubble Tea mit Streuseln. Ja, ist ein. Ja, ne? Die Kinder freuen sich. Wie gesagt, ist ein ganz normaler Faulenzer, also ganz schön groß ist der Bubble Tea. Und dann, weil wir gerade beim Bubble Tea sind, hier habe ich den anderen. Den Classic Milk Bubble Tea. Der ist nämlich was kleiner. Ich finde die ja so süß. Ich weiß auch nicht. Ja, ist eine Trendsache. Na, also ich habe da mal den Größenvergleich. So, Koordination 0. So, ne, also Größenvergleich, großer Riesen-Bubble Tea. Hier so ein kleiner. Ne, nice to have. So, wie viel haben die gekostet? Ich wollte euch ja die Preise immer mitteilen hier bei dieser Bestellung. Lasst mich kurz gucken. Der kleine hier 89 Cent und der große Bubble Tea 1,49 € Wie gesagt, die Preise sind immer mit Vorsicht zu genießen. Links zu den Produkten ist tatsächlich schwierig, weil genau sind dann entweder schon wieder ausverkauft, aber es gibt immer irgendwelche anderen Anbieter, die zu einem ähnlichen Preis dann anbieten. Ich habe jetzt hier teilweise auch nicht mehr diese satten Rabatte bekommen wie bei meiner allerersten Bestellung, aber immer noch einen ziemlich großen Rabatt. Also ihr werdet das nachher bei den Diamond Paintings auch sehen. Teilweise, sage ich mal, sind die im normalen Bereich, wo man sie, also so wie man die Preise kennt von den, ich sage jetzt mal, chinesischen Shops. Ist jetzt kein großer Unterschied mehr. Also da habe ich nicht wirklich den Riesenschnapper gemacht. Aber ja, wie gesagt, hier im Handel findest du es nicht. Ne? Diese kleinen Bubble Teas habe ich hier jetzt
bei den normalen Geschäften noch nicht gesehen und zu dem Preis würden wir den sicherlich hier auch nicht finden für 89 Cent. Davon mal ganz abgesehen. So, das war die Bubble Tea Geschichte. Wie ihr seht, habe ich hier noch mehr geholt. Und zwar, das sind hier so meine Geschenke für die Große gewesen. Die hatte Geburtstag. Die waren hier so im Dreierpack, kamen die an. Das sind Kugelschreiber. Ganz normale Kugelschreiber, Gelstifte. Die kann man, glaube ich, hier auch, kann man die aufdrehen? Ja, man kann sie auch aufdrehen. Das heißt, die Mine könnt ihr austauschen. Ganz normale Mine drin. Und die Hülle ist ja goldig hier mit dem Bärchen. Den kann man hier einfach hoch und runter schieben. Der hat jetzt keine Funktion, ist einfach nice to see. Aber man könnte ihn dann, das ist dann natürlich meine Idee schon wieder als Mutter, irgendwas wiederverwenden, falls der Stift alle ist. Könnte man hier noch abnehmen und dann als Coverminer umbauen. Ne? Einfach einen Magneten hinten dran. Und dann hat man einen richtig süßen Bärchen-Coverminer. Genau. Die gab es so im Dreierpack, haben gekostet 1,78 € zusammen. Die 3. Genau. So, ist auch egal. Dann habe ich, was ist hier drin? Ja. Habe ich diesen kleinen Eimer bestellt. Dieser Eimer hat gekostet, wo ist er? Jetzt bin ich blind. Einen Moment. Halt. Ach, da ist er. Ja, der war ein bisschen teurer, 4,68 €. Die Aufkleber waren nicht da dran, die waren extra geliefert. Die haben wir dann jetzt so da drauf irgendwie drauf geklebt. Die sind dann extra als Sticker, werden die mitgeliefert. Das war quasi so, ist das geliefert worden mit so einem weißen hier Wattepolsterfolie drum. Deswegen ist es wahrscheinlich auch heile angekommen und ist nicht kaputt gegangen in dieser orangenen Tüte. Genau, das ist hier wie so ein Mülleimer. Ich sage jetzt mal Mülleimer oder man kann das nehmen für Stifte. Dieses Gesicht hier, das ist vorgedruckt. Das sind keine Sticker. Ne, die anderen Sticker. Hier, die Öhrchen sind ja auch süß. Das ist so vorgegeben. Ansonsten die Sticker kann man selber so draufkleben und irgendwo hin platzieren. Ich fand es eine süße Geschichte hier so für einen Tisch. Ne? Entweder kleinen Mülleimer als Mülleimer benutzen oder aber Washi-Tape oder Stifte, Klüngeldüngel. Ihr wisst, was ich meine. Man findet immer irgendwas, was man da reintun kann. Das war das. Dann habe ich mir tatsächlich Kabel bestellt. Und zwar, vielleicht kennt das der ein oder andere schon, man sieht das hier schon, ist magnetisch, ganz normaler USB-Anschluss. Und zwar ist das hier ein 2 Meter Kabel oder 1,50 Meter. Lass mich kurz gucken. 2 Meter Kabel. 2 Meter Kabel, genau. Und zwar ist er hier magnetisch und es werden verschiedene Aufsätze dazu geliefert. Also USB-C, dann sage ich immer früher, wie die Samsung-Telefone waren. Ich habe vergessen, wie man den Anschluss nennt. Und iPhone. Also Lightning. Dann hier die ein bisschen abgestuft sind. Also früher die Samsung-Telefone waren mal so. Oder Bluetooth-Kopfhörer haben das auch viel noch. Und dann den Klassiker hier USB-C. Funktioniert dann so, dass man halt, siehst du, also der Magnet ist wirklich sehr stark, ne? Und dann einfach draufklappt und dann halt ins Handy oder in die Kopfhörer dann steckt, je nachdem, was ihr aufladen wollt. Und dann, ja, als kleines Gadget leuchtet das Ding dann hier noch Farbe. Aber was ich festgestellt habe, tatsächlich, ich würde es mir tatsächlich nicht nochmal kaufen.
Und zwar, wenn ich das jetzt ins Handy reingesteckt habe, ich kann euch das jetzt leider nicht zeigen, weil ich ja mit dem Handy aufnehme, ähm, man kriegt das sehr schwer wieder raus. Also das sitzt dann schon sehr stramm im Handy, ja. Und man zieht dann eher das Kabel ab, weil der Magnet dann doch nicht so stark ist. Und man muss das dann hier schon hier oben so nehmen und rausziehen. Ja. Bei den Kopfhörern jetzt, die ich damit lade, da ist es okay. Das geht. Aber beim Handy, weil das ja dann direkt hier so dran sitzt, ist schon ein bisschen schwierig, das dann rauszubekommen aus dem Handy. Aber ja, hat gekostet 2 Euro. Für 2 Euro habe ich gedacht, probiere ich es mal aus. Ist allerdings auch ein Artikel, den man nicht zurückschicken kann. Also da hatte ich dann noch geguckt. Diesen Artikel, da wird mir das dann nicht gut geschrieben. Zurückschicken kann man immer, aber es wird einem dann nicht gut geschrieben. So, das war das. Packe ich am besten da auch rein, damit ich es nicht verliere. So, dann habe ich hier Mini-Magneten bestellt. Ich wollte mal gucken. Magnete ist ja eigentlich immer so ein bisschen Gefahrgut, aber irgendwie kam das hier ganz normal an. Mit diesen Sachen hier. Ja, Batterien, Magnete, keine Ahnung. Normalerweise bin ich der Meinung, hätten die das gesondert bezetteln müssen. Das hier sind so Mini-Magnete. Sind auch sehr, eigentlich ganz gut stark. Ja. Haben gekostet 1,99 Euro. Sollen tatsächlich 100 Stück sein. Sieht gar nicht so viel aus. Ne? Ja. Okay. Genau, das hatte ich noch mitbestellt. Dann habe ich die hier mitbestellt. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Man hat eine Jacke oder eine Federtasche und da brechen diese entweder Kordeln ab oder die, ich sage immer Zipper, aber ich glaube, Zipper nennt man das gar nicht. Also diese Dinger hier halt. Na, brechen diese Dinger hier ab irgendwie. Oder diese Dinger reißen hier, ne? Also hier haben wir dann nochmal neue. Und zwar, warum? Weil bei meinem Sohn an der Jacke ist das einmal passiert und hier bei der Federtasche. Und zwar, ich habe es auch schon ganz oft erlebt, tatsächlich bei meinem Sohn an den Jacken, komischerweise, obwohl das alles auch Markenware ist, aber da ist das dann hier gebrochen. Dann kann ich es natürlich nicht reparieren, also ich kann ja hier nicht irgendwie, ne? Wenn dieses Ding hier bricht, dann ist es kaputt, dann muss hier dieser Schlitten da, oder wie das heißt, ausgetauscht werden. Aber in diesem Fall war halt nur das Ding hier kaputt. Und wir haben schon alle möglichen Sachen versucht, aber das sind ja auch Jungs und das Band ist gerissen, keine Ahnung, haben wir nichts, Geschenkband wollte er nicht. So, dann habe ich dies hier gefunden. Und das hat hier einfach so ein Karabiner. Na, 2 Hände. So, zack. Na, so. Und das hängen wir jetzt einfach. Wo ist er? Nein. Vorführeffekt. Das hängen wir jetzt einfach hier so rein. Zack. Und ich habe einen neuen Aufzieher. No? So, zack. Super. Wenn ich das natürlich nicht machen will, mit diesem Karabiner sozusagen, aber hiernach geht es ja nicht so, ne? Also insofern, zack. Theoretisch kann ich sogar hier noch das Benzel dran machen jetzt. Können wir ja mal probieren. Passt nicht durch. So, zack, zack. Und ist wieder wie vorher. Ne? So, könnt das so besser gucken, ne? So. Und funktioniert wieder. Federtasche muss nicht weggeschnitten werden. Die Dinger haben gekostet, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Karabiner oder so, ne? Immer guckt man auf diese Zettel.
Da, 1,49 € und man hat 8 Stück. Also 4, 4. Genau. 3 plus der eine, den ich hier schon anhabe. Und nochmal in 3 anderen Farben. Also schwarz, silber, grau und gold. Wenn ich da jetzt zu anderen Kaufhäusern, zu den großen Kaufhäusern gegangen wäre oder sogar im Nähfachgeschäft, hätte ich mit Sicherheit mehr bezahlt. Hätte ich vielleicht für einen so viel bezahlt. Genau, also das ist total nützlich. Ich bin richtig froh, dass ich das gefunden habe. Somit kann ich hier die Federtasche noch retten, ich kann die Jacke noch retten. Super. Mal eine glatte 1, ne? Würde ich mal sagen. Dann habe ich bestellt, kennt vielleicht auch schon der ein oder andere, so ein Selfie-Stick ist das. Ich habe den allerdings in schwarz bestellt und ich habe ihn auch in schwarz bekommen. Ich zeige euch jetzt diesen hier, weil den schwarzen habe ich tatsächlich zurückgeschickt, weil der hier unten überhaupt nicht aufging. Ja, ich habe mir Fingernägel abgebrochen. Und vielleicht kennt ihr das. Das ist ein No-Go, ne? Also wenn man irgendwas hier aufmacht, was man öfter mal braucht, dann kann man nicht jedes Mal einen Fingernagel lassen. Insofern ging er zurück. Ich habe inzwischen auch tatsächlich das Geld wieder bekommen. Insofern, ja, ist auch möglich. Das war aber hier so einer, ne? Bloß in schwarz halt. So, und kann man auch hier so hinstellen, wenn man, was weiß ich, paintet und man braucht jetzt mal einen Fotoständer oder so, weil das Handy nicht stehen bleibt, ne? Wegrutscht. Also mein Cover zum Beispiel, ich habe so ein komisches Cover, das kann ich nicht hinstellen. Dann rutscht das immer weg, deswegen muss ich das immer irgendwo gegenlehnen oder am besten irgendwo einspannen. Oder halt als Selfie-Stick, das kann man auseinanderziehen, so um die 70 cm, glaube ich, ist das, 70 cm. Hier oben sind diese 2 Dinger dran, ne? Jedes Handy kann man damit festklammern, sozusagen. Und hier unten, ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert, ich kann euch nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht, haben wir hier noch so einen Fernauslöser. So ein Fernauslöser, wo ich mit Sicherheit erstmal eine Batterie reinmachen muss. Fühlt sich nämlich total leicht an. Warum geht das nicht auf? So, jetzt habe ich es auch aufgekriegt. Hier kommt so eine Batterie rein, so eine Knopfzelle. Habt ihr überhaupt gesehen, was ich euch gezeigt habe? Ich hoffe es nicht, dass ich nochmal das Video drehen muss. Naja. Auf jeden Fall kommt hier hier so eine Knopfzelle rein da. Und dann so, und dann hier ist so ein Druckknopf. Hier ist auch so eine Kamera abgebildet. Ist so ein Fernauslöser. Habe ich tatsächlich noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Hat das schon mal jemand von euch probiert? Das ist schon mal verkehrt rum. So. Wie gesagt, bei uns ist er jetzt schon öfter im Einsatz gewesen. Allerdings haben wir diesen Fernauslöser noch nicht gemacht. Wir haben den eher, meine Tochter benutzt den zum Zeichnen. Genau. Fürs Handy. Als Handyhalterung sozusagen. Ja, gibt es in allen möglichen Farben. Genau. Kostet 5,58 € habe ich bezahlt. Wie gesagt, die Preise weichen ja immer ab, je nachdem wie der Kurs gerade ist. Genau, so. Dann war es das erstmal von diesen Gadgets, sage ich jetzt mal. Nice to have. Und gehe über zu dem Diamond Painting Sachen. So, dann schieben wir das jetzt einfach einmal hier so rüber. Was habe ich an Diamond Painting Sachen noch dazu gekauft? Und zwar habe ich hier so ein, bei mir ist schon Weihnachten,
Habt ihr ja im letzten, falls ihr den ersten Teil von meiner Temu-Bestellung gesehen habt, habt ihr das schon gesehen? Da hatte ich schon Weihnachtssticker gezeigt. So, hier haben wir ein Toolkit, hier haben wir schon eine Kette und zwar ist das so ein ja, Fensteranhänger oder Türanhänger. Und zwar die Schneemann-Familie. Christmas in July oder Weihnachten im Juli. Man kann nie früh genug anfangen. Dann ist man wenigstens zur Weihnachtszeit auch fertig, ne? Oder wie seht ihr das? Hinten nichts, sondern nur vorne. Genau. Hier habe ich die Steine. Was haben wir für Steine? Wir haben Zahlen und Buchstaben. Ja, man sieht das ja eigentlich schon, ne? Die üblichen Verdächtigen, Rot, Blau, Grün. Also das ist so eine Art Teilbild. Die Schuhe sind nicht bepaintbar und die Gesichter auch nicht. Sonst ist alles bepaintbar. Genau, das sind die Farben, die wir haben. Grüne Menge, Silber. So, und hier sind noch Sondersteine in Tropfenform. Die Sondersteine, seht ihr hier, sind beim Tannenbaum. Da haben wir Sondersteine. Und sonst, ja, ne? Strasssteine. Genau, alle Strasssteine. Das fand ich sehr schön. Hat jetzt gekostet 6,78 €. Finde ich guter Kurs für so einen Türanhänger. So, einfach mal hier hin. So, was habe ich noch? Bleiben wir bei Weihnachten. Und ich habe noch einen Türanhänger gekauft. Und zwar eine Nummer größer. Und zwar ein Türkranz. Falls ihr meine Shorts angeguckt habt, habt ihr schon mal einen Kranz gesehen. Und zwar einen Osterkranz. Ich finde die Kränze ganz süß. So. Toolkit. Zeige ich euch erstmal hier das schöne Bild. Muss ich hier weiter unten zeigen, sonst kriege ich es gar nicht ganz drauf. Genau, wir haben 4 Kerzen. Und hier die ganze Fläche, alles ist bepaintbar. Ne, alles. Das ist ganz schön viel, wenn man das so sieht. Da sitzt man schon ein Weilchen dran. Haben wir gar keine Kette. Warte mal. Ich soll gleich mal gucken, habe ich hier Löcher irgendwo? Habe ich hier Löcher? Ich habe tatsächlich keine Löcher. Das ist sehr spannend. Okay, ich habe keine Löcher, aber hier ist auch so eine Einkerbung. Man kann ja dann hier so einen durchsichtigen Faden, diese Nylonfäden, kennt ihr vielleicht vom hier, wie sagt man, Perlen aufziehen oder sowas. Kann man dann hier durchziehen, durchmachen und dann hinhängen. Das sieht ja dann, diese Fäden sieht nachher auch keiner. Oder aber man versucht hier, wobei, ja, mit einem ganz dünnen Bohrer vielleicht etwas durchzumachen. Das finde ich allerdings jetzt ein bisschen schade, dass hier gar kein Loch drin ist. Zum Aufhängen. Ja. Weil einfach nur so irgendwie so gegenstellen funktioniert nicht. Ne? Rutscht weg. Man könnte natürlich sonst noch ein paar Klebepads hier dran machen und dann einfach ans Fenster oder an die Wand kleben. Ja. Oder an die Tür. Ich hätte es wahrscheinlich, ich wollte sowieso an die Tür, an die Haustür zur Adventszeit hängen. Könnte man auch probieren, wobei das hat hier auch schon ganz schön Gewicht. Und wenn die Steine jetzt noch drauf kommen, dann wiegt es ja auch noch mal ein bisschen.
Apropos Steine, die gucken wir uns jetzt auch eben nochmal an. Wir haben viele Sondersteine. Das fand ich nämlich auch sehr schön. Verschiedene Formen. Und zwar hier die Sterne, die finde ich auch so niedlich. Große Runde. Hier so rosane Acrylsteine. Grün haben wir hier in Massen, die sind richtig voll gefüllt. Die Dings. Wir haben hier auch keine DMC-Codes. Sehe ich hier gerade. Buchstaben. Einfach nur. Ja. Also viele Farben haben wir nicht. Aber dafür haben wir ganz schön viele Steine. No? Ich denke, das wird nachher richtig, richtig schön aussehen. Ein richtiger schöner Adventskranz wird das werden. Da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Genau, das ist die zweite Bestellung. Ich gucke gerade hier nochmal. Also hier würde ich auch bei den Steinen, also hier steht jetzt auch nicht drauf, welche Nummer das ist. Jetzt gucke ich hier nochmal auf den Umschlag. Doch, hier steht es drauf, hier unten. Da steht die gleiche Bezeichnung wie auf den Steinen drauf. Also wenn ihr das hier in der Umverpackung lasst, genau, dann ich werde es auch zusammenlagern, damit ich das dann auf einem Griff sozusagen dann schon habe. So, und last but not least ungefähr, kommen wir zum letzten Diamond Painting Zeug. Und zwar habe ich hier einen Anker bestellt. Einen Anker. Und zwar wollte ich schon immer einen Anker haben und habe bei einem deutschen Shop keinen mehr bekommen. Und da kommt die Lieferung einfach nicht hinterher. Deswegen habe ich mich umgeguckt und habe geguckt, wo ich denn so einmal herkriege. Ne? Und ich wollte ja jetzt noch einen im Sommer haben und nicht erst einen im Winter. Wir haben wieder klassisch Toolkit. Und hier ist der schöne. Hier finde ich auch schön, so ein Jute-Band dafür. Und hier haben wir den Anker. Wie man sieht, sind die Farben hier unten, ich nehme das mal eben hier weg, dann kann man es vielleicht ein bisschen sehen, sind die Farben hier unten dunkel und werden dann hier oben hin heller. Ne? Und hier oben ganz hell. Ich bin gespannt, wie das nachher wirkt. Den werde ich jetzt auch als nächstes von den Sachen, die ich hier habe, painten. Weil wir ja noch Sommer haben und ich möchte ihn eigentlich noch gerne aufhängen. Genau. Und ja, wie ihr seht, haben wir auch Sondersteine dazwischen. Fand ich richtig nice. Ich habe vergessen eben zu sagen, wie viel der Kranz gekostet hat. Der Kranz hat gekostet 11,39 € hat der Kranz gekostet. Finde ich auch okay. Also für die Größe, das sollen hier 30 mal 30 sein. Ja, kommt auch ungefähr hin. Meine Hand ist ungefähr 23 Zentimeter. So ne? Kommt ungefähr hin. Bei der Größe finde ich den Preis total okay. Der Anker kostet 8,58 €. Ich habe ihn jetzt aber, weil ich natürlich schon wieder geguckt habe, ich habe ihn jetzt gerade aktuell gesehen für 7 € irgendwas. Also die Preise variieren, ne? Je nachdem bei welchem Shop. Wenn ihr da irgendwie Anker eingebt, dann werden euch da auch einige angezeigt. Es gibt auch so kleine Schlüsselanhänger, die habe ich beim ersten Mal nicht gesehen. Die sind mir da nicht gekommen. Die werde ich aber wohl auch nochmal bestellen. Da sind, glaube ich, 6 kleine Schlüsselanhänger drin. Auch hier so Anker. Sind auch süß. Genau. So, was haben wir für Steine? Die gucken wir uns jetzt eben nochmal an. Wenn ich denn die Tüte aufkriege.
So. Hier haben wir schon mal die ersten riesengroßen Sondersteine. Aber die werden hier nachher auch schön funkeln im Licht. Die hier sind jetzt schon teilweise ein bisschen lila. Genau. Und dann haben wir hier nochmal größere Steine. Ovale. Kleinere Ovale. Genau, jetzt kommen die Strasssteine. Genau. Und wir haben hier sogar einen AB-Stein. Keine DMC-Nummern, aber AB-Steine. Das ist ja auch cool. Strass und AB. Das ist ja richtig super. Genau, also viele verschiedene Farben haben wir jetzt hier auch nicht, aber wir haben ja auch nicht so viel zum Painten. Mit AB, das sieht bestimmt, kommt nachher bestimmt richtig gut raus. So, Sondersteine haben wir wo? Ja, hier unten fängt schon an und dann hier nochmal bei der Muschel. Hier das Loch wahrscheinlich soll das darstellen in dem Anker. Hier bei den Fischen nochmal beim Rettungsring. Genau, hier nochmal. Finde ich süß gemacht. Hier oben haben wir auch nochmal einige Sondersteine. Richtig süß gemacht. Gefällt mir richtig gut. Und wenn dann hier das Juteband da durchkommt, sieht das richtig friesisch, hätte ich beinahe gesagt. Norddeutsch. Maritim, genau, maritim. Das Wort fiel mir noch nicht ein. Richtig maritim aus, genau. Ja, das war meine XXL-Bestellung von Temu. Was gefällt euch denn an diesem Teil besonders gut? Bubble Tea oder hier die Dinger, die Kugelschreiber oder die Reißverschluss-Zipper hier, der Ersatz. Was gefällt euch am besten? Okay, in diesem Sinne, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr kein Video verpassen wollt und benachrichtigt werden wollt. Und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend und bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss!